Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier auf dem Bestkanal auf YouTube. Hä, wer bist denn du? Was mache ich hier? Ich glaube, ich bin im falschen Raum. Wo ist mein hässlicher, untalentierter, quatschredender, subjektiver, ausländischer Zwillingsbruder Rahim? Wo bist du denn? Ich kann dich nicht finden. Naja, Hauptsache der Spezialgast des Jahrtausends und des Universums ist hier Dana Rolle. Oh. Schön, dass du es wieder einmal geschafft hast. Vermeintlich, ja, ich gucke ja auch die Videos von Rahim und er hat gesagt, ich soll das sagen. Er kann leider heute nicht, denn er hatte einen kleinen Unfall im Badezimmer, weil er wieder einmal verschlafen versucht hat, sich das Gesicht die Augen zu rasieren. So, ich hoffe, ihr habt Bock, dass Rahim und Dana sich in Zukunft hier unsittlich in der Mitte treffen und ich habe gehört, das passiert bei 100.000 Abonnenten und Rahim hat mir gesagt, dass er sich unbedingt zu Weihnachten etwas wünscht und er wünscht sich nie etwas. Das kannst du wahrscheinlich... Das stimmt. Also selten habe ich es erlebt, dass Rahim sich etwas wünscht zu irgendwelchen Feiertagen. Ich habe es noch nie erlebt. Wünscht er sich sonst mal was? Selten. Sehr, sehr selten. Meistens was zu essen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ja, er ist mein Zwillingsbruder. Er kennt mich einfach am besten. Ich meine, ich ihn, also... Naja, also ich bin... Ja, ja, auf jeden Fall... Na, also wie ihr sehen könnt, bin ich wieder glatt im Gesicht. Ui. Mhm. Was ist mit deiner Zunge? Keine Ahnung. Warum sind wir... Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gut geht und so weiter. Naja, und Dana hat gesagt, wir sollen uns hier etwas anschauen. So viele haben geschrieben, guckt euch mal IU an. Ihr werdet euch niemals IU angucken. Warum guckt ihr euch nicht IU an? Warum? Wir kannten sie nicht. Deswegen. Ich habe es so oft gelesen. Ich habe sie noch gar nicht gelesen. Die ist sehr, sehr, sehr bekannt in Korea. Wohl der Star, Singer, Songwriter, Schauspielerin, Solokünstlerin. Hat schon Songs rausgehauen und Alben, nehme ich an. Ist jetzt ihr Comeback. Und es gab direkt an einem Tag 2 neue Singles mit Musikvideo. Blooming und Above the Time oder sowas in der Art. Und Blooming war ein bisschen poppiger, ein bisschen stimmungsvoller und Above the Time ist so ein bisschen ruhiger, besinnlicher, winterlicher, weihnachtlicher. Okay. Aber die meisten haben tatsächlich geschrieben Blooming. Blooming. Oder beides. Blooming. Ja, okay, krass. Ja, ich habe sie noch gar nicht gesehen und gehört, gelesen oder sonst. Also hat mir noch nie irgendjemand geschrieben. Oder vielleicht, und ich habe die Nachrichten noch nicht alle durchgelesen. Aber du liest ja auch immer fleißig die Kommentarsektion durch und die DMs. Versuchst ja. Aber ja, wie ihr seht, wir sind immer offen für Neues und checken da auch immer gerne immer was ab, damit wir immer einfach das Spektrum erweitern können. Und ich bin gespannt. Ich auch. IU heißt, ja? IU. Ja, cool. Süß. Cooler Name eigentlich. Voll cute. Gitarre, ja. Ich habe nur so skeptisch geschaut, weil ich an etwas Unsittliches gedacht habe, als sich alles so bewegt hat. Nicht wegen der Musik. 네가 보고 싶어 날 속맘에 담아 이모티콘 하나하나 속에 달라지는 내 미묘한 Also der Sound ist schon mal sehr gut bis hierhin. 많이 바쁘지 않아 Nothing 나나 잠들어있지 않아 성냐냐냐 지금 다른 사람과 함께이지 않아
Cool. 작업으로 update 흥미로운 이 작품의 진이 That's me 어쩜 이 관계의 climax 이 막으로 넘어가게 지금이 그 타이밍 같은 마음인 걸 알아 Real la 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 나를 고르지 마라 Reply la 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 조금 장난스러운 나의 은유에 아, 오케이. 성이 궁금해 그의 색은 green and blue 엄지 손가락으로 말풍선을 띄워 금세 터질 것 같아 루비가 빠져 어지러워 내게 가득히 채워 띄어쓰기 없이 보낼게 사랑인 것 같아 100만 송이 장미꽃을 나랑 피워볼래 꽃잎의 색은 우리 맘 가는 대로 칠해 시들 때도 예쁘게 우리의 네모칸 유품 엄지 손가락으로 장미꽃을 피워 향기에 취할 것 같아 오직 둘만의 비밀의 정원 Voll cute. Sie weiß genau. 내게 한 송이를 보내 Ah. Oh. Ah. Bisschen ärgerlich auch, aber das ist halt so ein künstlerisches Ende, dass man hier jetzt nicht sieht, wie zwei sich treffen. Sehr schön dargestellt. Ey, voll süß, Alter. Richtig krass, auch musikalisch. Geil. Also wir sehen sie gerade zum ersten Mal. Mega süß erstmal so, ne? Voll absolut hübsche Frau, ja. Natürlich jetzt in dem Kontext mit der Musik wirkt sie halt auch noch extrem süß. Cute. Richtig geil. cute, ja. Also es weiß jetzt nicht, wie es in anderen Videos ist, aber hier kommt sie sehr, sehr süß rüber. Aber auch musikalisch echt schöne Stimme. Sehr interessant auch. Sie hat vor allen Dingen auch in der Hook hat sie so ein extra so eine Technik, was so ein bisschen so ein Reinbrechen in den Ton ist bei diesem Blue. Ich komme mal ganz. Hier singt sie Bloom und beim Nee, letzten. immer Bloom. Ja? Ja. Ah, okay. Ich dachte, sie würde Blue auch einmal singen. Bloom, glaube ich. Okay. Ich habe vor Bloom. 둘만의 네모칸으로 장미꽃을 피워 향기에 취할 것 같아 오직 둘만의 비밀의 정원 Ne, weil sie hier, also erstmal sind es ganz viele Stimmen, die wir hier hören, die das in einem Ton singen oder eben einer Tonlage. Ist vielleicht einfach zu verstehen, wenn ich Tonlage sage. Wir hatten eine Diskussion ja schon mal. Aber ich finde, man versteht es einfach besser. Weil es nicht nur ein einzelner Ton ist, sondern es ist eine Tonfolge, also eigentlich die Melodie. Auf jeden Fall unisono. Aber eine oder zwei von den Stimmen oder Stimmaufnahmen, da hat sie sich. Ich kann es nicht so gut nachmachen. Richtig schön. Aber das gibt ihr einfach so einen besonderen Akzent, das auch so ein bisschen Wiedererkennungsmerkmal und so Charakter bringt in diese vermeintlich einfache Hook. Sehr viel Detail da nochmal reinbringt, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Sehr stark und auch interessant, in wirklich welchen Ton sie tatsächlich oder welche Töne sie da wirklich singt in der Melodie. Das ist ja auch ein bisschen unerwartet, oder? Ja, ich mag die Melodie super gerne, weil man denkt nicht, dass die kommt für Aber die nicht, Hook. nicht nur auch rhythmisch, also nicht nur dieses sondern auch, wo sie sich tonal bewegt, oder? Kann sein, dass es auch daran liegt. Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil
bei mir war es vor allem das Rhythmische, die Melodie einfach, wie die verläuft, weil ich damit nicht gerechnet habe. Man denkt so, es läuft so gerade weiter, die ist einfach so, I feel blue. Ah, okay. Weißt du, so einfach gerade weiter und dann geht's aber ja so hoch runter. Stimmt, Genau. dann ist es auch wegen den Tönen so. Aber mich erinnert das auch an eine Melodie aus einem komplett anderen Song. Also nicht 1:1, aber sehr ähnlich. Aber ich weiß jetzt natürlich Ja. auch wieder nicht, welcher Song das war. Und ich fand es mit der Gitarre sehr schön. Ja, der ganze Track ist komplett, guter Stichpunkt, komplett sehr gitarrenlastig. Schon von Anfang an hören wir eine E-Gitarre. Auch gerade hier in der Hook haben wir einmal so eine rhythmische Gitarre, die zwischendrin reinspielt. Aber auch die wir hier so super stereo hören, also hart rechts, hart links. Wenn nicht sogar zwei, das sind... Aber jetzt, Die Stelle... Darf ich? Die Stelle fand ich auch so genial also für die Szene vom Musikvideo, genau an dem Part von der Hook, weil es ist genau, was jeder zu Hause macht, wenn er den Song hört, würde sich genau so bewegen und genau das Gleiche machen, 1:1. Das war direkt für mich so, ich würde jetzt auch direkt aufstehen und genau das Gleiche machen. 1:1. stimmt, ich weiß, Passt was du meinst. perfekt, wenn man sich direkt angesprochen fühlt und so mitmachen will. Ja, weil es auch so eine freie Choreografie irgendwie. Also es ist einfach Ja. aus dem Affekt raus getanzt und jetzt nicht irgendwie so eine super Choreo. Hier die Parts auch eben, das ist genau die E-Gitarre, die man hier gehört hat. Das, Der Pulli ist mega geil. ich wusste, dass du es sagst. Ich habe den gesehen und ich dachte sofort, du wirst es sofort sagen. Ja, aber hat wirklich tatsächlich so ein, ich weiß nicht, ob ich drauf gekommen wäre, wenn du es nicht gesagt hättest, aber es hat wirklich so einen Singer-Songwriter-Charakter, muss man sagen, die ganze Produktion. Das ist jetzt komplett wertungsfrei. Aber es ist halt cool, weil das natürlich dann so Mainstream oder so sagen wir aus einer kommerziellen Perspektive gesehen, funktioniert das halt super. Sehr schön, muss ich sagen, sehr stimmig. Auch der Übergang, also musikalisch, hier die Übergänge von den Parts, hier wie sie in diesen, ja, ich weiß nicht, ob man das schon als Pre-Chorus noch nennen kann, weil es schon sehr, sehr refrainlastig klingt, aber eigentlich soll es ja Pre-Chorus sein, meine ich. Aber der klingt schon sehr wie ein Refrain. Ne, allein die Melodie, das geht dir so Doch, vor. das ist schon die Hook, oder? Ja, schon ein Refrain. Das ist super musikalisch. Ja, aber weil hier nochmal, da kommt ja nochmal dieser Drum-Fill-In, der übrigens auch hier schön von rechts nach links durchgemischt wurde. Richtiger Schlagzeug-Fill-In auf den Toms und Co. Sehr, sehr cool, sehr klassisch auch. Dann kommt das ja doch nochmal so eine Stufe höher, deswegen... Ja, stimmt schon. Ja, also es ist schon vom Arrangement so ein bisschen interessanter angelegt. Das ist jetzt nicht so dieses typische Pre-Chorus, wir kommen runter und... ja, aber geil. Aber ich glaube, gerade weil dann aber dieses Blue Room in so einer speziellen Tonlage ist, hebt sich das doch nochmal ab. Also ich finde schon, dass es von dem Part vorher dadurch ein bisschen abhebt. Oh, das ist mega cool. Ist mega cool. Sie hat hier dann, singt sie auch Kopfstimmen und so weiter noch alles rein. Also ich will auf jeden Fall mehr Songs von ihr hören. Ich bin... Da ist so eine ganz hohe Kopfstimme noch drüber. Ach, so ein... So ein Quietscher. Ja, süß. Schon wieder. Der ist immer drin. Der ist extra immer drin. Ja. Irgendwie so. Süß. Ja.
Das ist aber definitiv der Break. Hier mit den Drums im High-Cut. Also ich muss wirklich mehr Songs von hören, weil ich habe echt das Gefühl, dass sie musikalisch einiges drauf hat. Weil da sind so kleine Kniffe immer drin, wo man schon so meinen könnte, so, ja, das ist bewusst ein bisschen anders, als man sonst vielleicht machen würde, aber dadurch hebt sich das dann eben ab, weil es dann nicht zu sehr Baukastenprinzip ist, sage ich immer. Also sie hat jetzt erst ein Album rausgebracht. Ah, das ist ihr erstes Album jetzt ist? Nee, nicht ihr erstes. Das ist okay. Comeback. Ah, jetzt aktuell ein Album. Okay. Genau, aber Comeback waren eben direkt 2 Musikvideos, eben das hier und Above the Time heißt das andere, glaube ich. Und das ist wirklich so ein bisschen ruhiger, weihnachtlicher, winterlicher. Okay. Also was anderes. Okay. Weil sie hier auch immer so schöne Melodien rein. Voll. Ja, weil sie richtig immer schön. Oh, die Auch geil hier mit dem Break, dass wirklich einmal alles kurz weggenommen wurde an Instrumenten und ihre Stimme so richtig frontal in die Fresse kommt. Ja, geil. Und mit diesem Nachgesetzten, dass die Drums dann später, so ein bisschen später reinziehen. Mega cool. Bringt halt der letzten Hook nochmal so einen richtigen Schwung rein. Ah ja, genau. Ja. Noch mit den A's und so. Also es ist komplett nach hinten gezogen, die Drums, sodass man eigentlich denkt, okay, jetzt kommen sie. Und dann sind sie auf einmal da. Geil. Mega schön. Das ist, glaube ich, auch schon Kopfstimme, wo sie hier reden. Ja. Oh, auch so viele Harmonien hier drin. Gerade hier an der Stelle auch tiefere Harmonien tatsächlich noch. Genau. Es erinnert mich an so eine Ami 90s Nummer, Kalifornien. Mich erinnert das wirklich an was ganz Spezielles, aber ich komme nicht drauf. Dawson's Creek oder wie hieß die andere Serie? Aus Kalifornien? OC California. Also das wird da perfekt reinpassen, ja, OC aber California. Mich erinnert das wirklich so speziell an was, aber ich komme einfach nicht drauf. Nur vom Wald. Naja, aber vielleicht weiß einer von euch. Woran Dana gedacht hat. Ja, weil ich weiß es nicht. Danke. So, und dafür gibt's jetzt dann... Oh, was machen wir da? Ja, keine Ahnung. Wir können fast nur noch grinsen. So. Oh, ja. Die Studiobeleuchtungsfarbe hat gepasst. So. Zum Video. Hat perfekt gepasst. Stimmt. Ja. Witzig, ja. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr mich mit Bart sehen wollt, dann sowieso, denn mit der Zeit wächst er nach. Vielleicht, habe ich gehört. Mit den Abonnenten wächst auch der Bart wieder. Oh, stell dir vor, ich würde sagen, ab 100.000 gibt es mich dann wieder mit Bart. Aber ich glaube, auf YouTube kann man ja auch Umfragen starten. Ja. Mach mal jetzt eine Umfrage mit oder ohne Bart. Okay. Ist es dann in Prozentzahlen? Ja, wird auch in Prozent, glaube ich, angezeigt. Oder wie viele, aber dann noch in Prozent. Wie gefällt dir Rahim besser? Mit Bart, ohne Bart? Mach ich. Ist hier. Jetzt abstimmen. Ansonsten in Beschreibung alles unten abchecken. Von Kopfhörern bis Dana alles unten drin. Tschüss.